Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, was ich alles gehäkelt oder bestickt habe. Es geht um die Weihnachtskugeln natürlich, weil bald ist schon Weihnachten. Es geht auch um ein paar Armbänder und ich möchte euch auch ein paar Broschen zeigen. An einer arbeite ich gerade, aber da gibt es ein kleines Problemchen und das zeige ich euch auch. Also fangen wir an. Die allererste Kugel ist diese da mit dem Weihnachtsmann, mit dem Santa Claus. So sieht es aus. Es gibt den Weihnachtsmann von beiden Seiten, also von vorne und von hinten, ja, 2 Stück. Und dazwischen sind kleine Schneeflocken und kleine weiße Punkte, also als ob das Schnee wäre, ja. Was die Weihnachtskugeln angeht, ich habe im Durchmesser 66 Perlen. Das heißt, ich fange wie immer, ja, mit 6 Perlen fange ich an und dann vergrößere ich die Fläche, also den Boden, bis zu 66 Perlen. Ich mache in jeder Reihe 6 Zunahmen. Die Zunahmen, was sehr, sehr wichtig ist, mache ich am Ende des Segments. Auf diese Weise bleibt das Muster, weil sonst verschiebt sich alles. Man könnte meinen, ist doch egal, wo man die Zunahmen macht, aber nein, es ist leider nicht egal. Wenn man sie an der falschen Stelle macht, dann klappt es leider nicht, so wie wir das uns wünschen. Dann häkle ich 20 Reihen je 66 Perlen, also insgesamt ja 20 Reihen 66 Perlen. Dann mache ich die Abnahmen wieder an der gleichen Stelle, immer an der gleichen Stelle, aber diesmal schon am Anfang des Segments. Und auf diese Weise bleibt wieder das Muster erhalten. Ja, einfach oben. Das da ist ein Wichtel. So sieht er aus, mit roter Mütze. Ja, man könnte sagen, das ist auch ein Zwerg, wird auch passen, ja, mit einer roten Nase. Ihr habt sicher solche Deko-Artikel gesehen, so ein Zwerg mit der Mütze bis zur Nase, dann eine große Nase und man sieht praktisch nichts mehr vom Gesicht außer der Nase. So sieht er aus, auch mit Schnee, ja, und oben auch ein paar Deko-Elemente. Ja, so sieht's aus. Die Schemen zu den Weihnachtskugeln und Armbänder, die ich euch zeigen werde, gibt es in meinem Online-Shop, sowie auch die Sets zum selber häkeln. Das ist so eine Kugel mit Herzchen. Ich wollte schon länger so ein Muster machen, aber irgendwie bin ich dazu nie gekommen, bis vor kurzem, ja. Die Farben von Herzchen kann man aussuchen, kann man auswählen, kann man ändern. Man kann im Grunde genommen, wenn man ein Schema hat, kann man auch den Hintergrund anders machen. Aber ich finde, auf dem weißen Hintergrund sieht man halt alles sehr deutlich, was da dargestellt wird. Was die Perlen angeht, das sind die Perlen von der tschechischen Firma Preziosa. Die Größe ist 10/0. Man kann natürlich auch andere Perlen nehmen, das ist gar keine Frage. Nur dann fällt das Gehäkelte größer oder kleiner aus, ja, das ist logisch. Dann zeige ich euch dieses Auto. Dieses Muster gehört das Jahr zu meinen Lieblingen. Ich liebe sie alle, aber einige ein bisschen mehr. Das ist so ein Auto, vermutlich Cinquecento, ich weiß nicht, was das genau ist. Es hat einfach von der Breite von Perlen gut gepasst und ich habe gedacht, okay, machen wir so ein Auto. Räder, Lichter, da sind die gelben Perlen, ja, für Scheinwerfer, da für Blinker. Tannenbaum ist schon geschmückt und ich habe den Hintergrund auch einfach weiß gelassen und keine Schneeflocken, nichts mehr. Ich finde, das sieht so schön aus. Dann kommt kann man sagen, die Fortsetzung von der letzten Weihnachtskugel, von dieser da. Hier ist auch Nacht mit Sternenhimmel und mit dem Mond. Und hier ist quasi die Stadt, ja, die Stadt am Heiligabend oder einfach im Winter. Ich finde diese Kugel sehr, sehr schön. Und dann wollte ich wieder mal mit diesen dunklen Perlen häkeln auf dem dunkelblauen Faden. Und so ist dieses Häuschen entstanden. Man sieht hier Lichter,
ja, Licht. Auf dem Esterich leuchtet auch Licht. Die Tür, Eingangstür, und da sieht man, dass man im Haus heizt. Da kommt Rauch aus dem Schornstein. Und hinten sind einfach Tannenbäume in Weiß und Silber. Einfach quasi nur die Silhouette. Genau. Was die Größe von diesen Weihnachtskugeln angeht, ich brauche Rolling von 5 cm im Durchmesser, und mit Perlen wird es natürlich größer, weil die Perlen geben auch noch gewissen Umfang dazu. Ja. Die nächsten Kugeln, die ich euch zeigen möchte, das sind die Ideen vom letzten Jahr. Das sind einfach die Buchstaben, zum Beispiel E für Emil, A für Annabelle. Ich finde cool, wenn jemand so ein Geschenk bekommt mit dem Anfangsbuchstaben vom Namen. Ja, das ist immer etwas Besonderes. Hinten habe ich die Kugeln dezent gehalten, ein paar Schneeflocken, ein paar Punkte. Die weißen Perlen, das sind Opak Sphinx, also perlmutterne Perlen kann man sie nennen. Und die farbigen sind mit Silbereinzug. Ja? Wenn man keine mit Silbereinzug hat, kann man sehr gut Natural Opak verwenden. Diese zwei Sorten passen gut zusammen. Also Opak Sphinx und Natural Opak oder diese mit Silbereinzug. Genau, ich habe diese zwei Buchstaben A und E gehäkelt. Die Schemen habe ich für alle Buchstaben erstellt und sie werden je in 3 verkauft, also in 3 Buchstaben auf einmal. Ja. Dann habe ich auch den Buchstaben N gehäkelt, was ich auch cool finde. Man kann den Buchstaben so richtig lang ziehen. Ja. Gefällt mir diese Schrift, wie das so geklappt hat. Das ist ein N. Und hier habe ich die teuren silbernen Perlen verwendet. Hinten sind auch ein paar Schneeflocken, ein paar Punkte. Ich finde es schön, wenn das so dezent gehalten ist. Das Wichtigste hier ist der Buchstabe. Ja. Dann möchte ich euch ein paar Broschen zeigen. Ein paar habt ihr gesehen, aber die habe ich verkauft und dann wieder so ähnlich bestickt. Ja, genau gleich kann man das natürlich nicht machen, auf keinen Fall. Es gibt nicht 2 gleiche Broschen. Auch wenn ich das so gerne machen würde, wird es nie funktionieren. Ja. Mal sind die Steinchen so, mal liegen die Perlen so und man kann nicht 2 absolut gleich machen. Hier im Zimmer sieht man natürlich nicht, wie gut sie funkeln können, aber ich habe auf Instagram Videos gepostet, so Reels gepostet, wo ich die Broschen so im Sonnenlicht halte und ihr könnt dort sehen auf Instagram, wie toll sie funkeln. Die Steinchen und die Perlen, die ich hier verwende, das sind schon, wie soll ich sagen, nicht so einfache, günstige Sachen. Ich bin auf was Teures, Besseres, qualitativ Besseres umgestiegen und ich finde, wenn man schon so etwas macht, ich brauche wirklich 2 Tage, bis ich so eine Brosche gemacht habe und ich finde, wenn ich schon so viel Zeit investiere, dann mache ich das nur mit guten, teuren Materialien. Genau. Das sind die Kirschen und das Schönste hier, finde ich, ist der grüne Stein auf dem Blatt. Er wurde anders geschliffen als die anderen Steinchen und der funkelt auch ganz schön. Gefällt mir sehr gut. Also die Kirschen, ja, auf den Kirschen sind Steinchen, sind große Perlen, kleine Perlen, so gewöhnliche Perlen, ja, von der Größe 10/0, mit denen ich auch häkle. Und die Stäbchen, die sind nicht gerade befestigt, sondern so mit einer Beugung. Und ich finde, da hat man das Gefühl, die Kirschen sind in 3D. Ja. Kommt mir so vor. Also finde ich sie sehr schön. Und auch für so eine kleine Brosche brauche ich 2 Tage, weil da so viele Kleinigkeiten sind, wenn man sie dann zusammen vernäht, befestigt. Da sind so viele Sachen, die klein sind und die so viel Zeit brauchen. Ja, und deshalb vergehen, ob ich will oder nicht, vergehen trotzdem 2 Tage für so eine kleine Brosche. Ja, also klein ist sie nicht, die ist ja sicher 7 cm lang.
Ja. In meinem Online-Shop könnt ihr sie natürlich alle kaufen und dort stehen alle Angaben, Breite, Höhe, weil ich messe sie, dass ihr genau wisst, wie groß sie sind. Das sind 2 Kakteen. Ich liebe Kakteen. Ich hatte früher zu Hause 40 Sorten davon, aber in diesem Haus sind die Fenstersims ziemlich schmal und ich konnte sie nicht alle aufstellen. Hier, ja genau, die sind absolut gleich, also absolut gleich. Ja, man kann nicht 2 absolut identische Broschen machen, aber die Blumentöpfe sind unterschiedlich. Mit blauer Farbe und so altlila, ja, lila. Momentan arbeite ich an dieser Brosche, das soll so ein Blatt sein. Genau, so würde man es tragen, aber ich finde diesen Stein da am Rand nicht so schön. Der ist natürlich wunderschön, ist rosa, glänzen auch, funkeln auch, sehr schön in der Sonne. Aber er passt farblich hier nicht und jetzt warte ich auf meine Bestellung, bis die neuen Steinchen kommen und dann kann ich halt weitermachen. Da werden verschiedene Perlen bis nach oben gemacht, ja, von dieser Seite. Und diese Seite ist einfach mit den kleinen Perlen bestickt. Da sind 3 Sorten, also gelbe, so ein bisschen dunkelgelb, fast orange und die goldenen. Ja, und in der Sonne sieht man das natürlich viel besser, viel deutlicher. Dann habe ich auch ein paar Armbänder gehäkelt mit Gradient, also mit dem Farbübergang, wenn das mittlere Teil in die Ränder reicht. Und dann solche, wo 2 Farben ineinander gehen. Und das finde ich so schön. Das ist weiß und grau. Man kann natürlich nach dem Schema ganz unterschiedliche Farben nehmen und sie miteinander so kombinieren. Dieses Armband finde ich schön und ich finde, es passt irgendwie zu Weihnachten, ja, Rot und Gold, Weihnachten, Silvester, ja, so sehen sie aus. Diese Armbänder wollte ich schon lange machen, auch hatte ich diese Idee, einfach verschiedene Farben nehmen, aber so, dass man sie gut miteinander kombinieren kann. Da sind zum Beispiel 7 Farben, also Brautöne, ja, Herbsttöne. Das ist Blau, Blautöne, auch 7 verschiedene Perlenfarben, 3 oder 4 Perlensorten, ja, die man miteinander so kombiniert. Rot und hier sind rosa Perlen und altlila nennt man sie da. Ja, das was dunkel ist, was ihr da dunkel seht, das ist altlila. Ich finde so zusammen in dieser Kombi sieht es sehr schön aus. Mir gefällt es sehr gut. Dann schwarz-weiß, so zu Winter, ja. Schwarz-weiß, das war am schwierigsten. Ich musste alle weiße, graue, schwarze Töne rausfischen und davon habe ich nicht so viel. Und ich musste dann schauen, an welcher Stelle soll welche Farbe stehen, sodass man sie deutlich sieht. Dass man sieht, dass hier wirklich eine andere Perlensorte ist, ja, oder eine Perlenfarbe. Und in Grün. Da ist auch Türkis und Olivgrün, grüne, dunkle, helle Töne, Farben mit Silbereinzug, transparent, natural opak, opak Sphinx, also alles miteinander gemischt. Solche Armbänder. Das war's für heute. Vielen Dank für das Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis bald!